Jedebook existiert seit 15 Jahren und wir sind 20 Mitarbeiter. Wir produzieren ca. 100 Millionen A4 im Jahr. Daraus ergibt sich ungefähr 600.000 Klebenbindungen im Jahr und die durchschnittliche Auflage ist bei 300 Exemplaren. Wir produzieren mehrheitlich Bücher aus dem Bildungsbereich. Das kommt aus dem schon, dass wir eben in einer Bildungsgruppe drin sind. Und wir sind aber vermehrt auch in der Industrie tätig. Oder wir haben auch einen eigenen Printshop. Auch da gibt es Kunden eben, die halt auch aus dem Lehrmittelbereich kommen, die da auf unsere Seite gestoßen sind, die wenig Auflage brauchen, nur Klassensätze. Und das kommt ihnen dann sehr entgegen. Sie können zum Beispiel bei unserem Webshop eben auch ein Auflage 1 Produkt bestellen zum selben Preis, als ob sie gleich 50 Stück bestellen würden. Und das ist halt eben dann schon sehr attraktiv. Für die Umschläge arbeiten wir auf Bogenmaschinen, Digital-Bogenmaschinen. Das ist jetzt aktuell sind das Rico-Maschinen. Das sind große Produktionsmaschinen, auch die uns eben auch diese Möglichkeit ergeben, dass wir Auflage 1 drucken können. Die Buchinhalte werden mehrheitlich auf einer Ink-Rollenmaschine gemacht. Und zwar ist es eine Maschine von Canon, die Colorstream 6900. Die uns da sehr gute Dienste leistet. Die Umschläge, die werden größtenteils zu ca. 80% werden die veredelt. Da verwenden wir eine Mattlaminage und ganz wenige Exemplare sind da mit Glanzlaminat. Das hilft uns nachher auch in der Produktion der Auflage 1, weil da gibt es auch Schnittleisten, die sind dann irgendwo mal abgebraucht und Tonerdruck ist etwas heikel, auch dass da Tonerabbrie passiert und so weiter. Und das nützt es uns eben sehr viel, dass diese Umschläge laminiert sind. Nachher haben wir 2 Bindesysteme. Also wir haben eine vollautomatisierte Linie. Das ist die Libra 800 Klebebindemaschine von Tecnal, das ist eine italienische Firma. Und da produzieren wir eben diese Auflage 1 Produkte bis Auflage 2500, 3000 Stück. Dazu haben wir noch eine Linie, ist die Eurobind, das ist mit Handauflage eben halt, und die Hunkeler Schneidaggregate dazu. Diese Linie ist nicht automatisiert, das sind eben Zwischenschritte, die müssen da getan werden von Menschen. Das andere ist vollautomatisiert. Da müssen wir keine Maschineneinstellungen von Hand machen. Und das bringt uns sehr große Vorteile. Also wenn wir das auf das Buch runterrechnen, sind das ca. 3000 Bücher im Tag, so durchschnittlich. Und das stellt sich halt wirklich ganz unterschiedlich zusammen. Also es können Tage da sein, da sind 50 Auflage 1 Aufträge da und 20 mit unterschiedlichen größeren Auflagen. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Die großen Herausforderungen waren eben schon, also diese Daten, die wir da bekommen haben, die hatten eben auch nicht unbedingt die Qualität, die wir brauchen zum Drucken. Und mit der Lösung von OneVision können wir halt jetzt schon diese Datenchecks sauber machen und wir bekommen Meldungen vom System her, dass Schriften nicht eingebettet sind. Wir können aber auch Schriften automatisiert einbetten. Das funktioniert auch gut. Oder wir haben Anschnitt, der fehlt. Oft, das kommt von den Laien, wenn das aus dem Word kommt, gibt es eigentlich nie Anschnitt. Die Farbflächen werden da aber trotzdem bis an den Rand definiert und das lässt sich eben über das OneVision automatisiert machen.
dazu ist einfach zu sagen, also wenn wir das irgendwo händisch noch machen würden, diese ganzen Datenprüfungen und so weiter, dann bräuchten wir wahrscheinlich 10 Mitarbeiter. Heute ist es eine Person, die das überwacht, das Ganze. Wir mussten uns ja mit verschiedenen technischen Anlagen auch auseinandersetzen und das war für uns alles auch Neuland. Und Beispiel, wo platziert man diese Datamatrix? Und da hatten wir natürlich mit dem Workflow sehr viel einfacher, auch das Ganze zu verstehen. Einerseits, weil wir Unterstützung hatten aus Sicht von OneVision, aus Sicht von unserem Partner vom Printjob, aber auch von den Partnern von Technow. Und das, denke ich, war für uns die größte Herausforderung. Wie schaffen wir das, dass das automatisiert auf die Maschine kommt? Wir haben 2 verschiedene Workflows in dem Sinne. Also ich beginne jetzt von dem Punkt an, wo eine Bestellung reinkommt. Das kann über den Printjob kommen. Da bestellt der Kunde ein Stück oder mehrere Stück. Er kann die Daten downloaden auf dem System. Und sobald er auf die Bestellung gedrückt hat und zahlungspflichtig kaufen will, läuft der Prozess eigentlich vollautomatisch. Wir haben ein spezielles Tool entwickelt, wir nennen das Cockpit. Dort erscheinen alle diese Aufträge, die da entweder eben von diesem Webshop-System herkommen oder die andere Linie ist, die wir auch noch haben, das ist von Print Plus Auftragserfassung. Da wird über den normalen Sachbearbeiter bei uns werden Aufträge eingespeist, entweder so oder auch wieder über ein Druckportalsystem, wo der Kunde seine vordefinierten Aufträge, Artikel bestellt und sobald er diese Bestellung dann auch wieder ausgelöst hat, ist da auch wieder die Automatisierung da. Am Ende kommen dann alle diese 3 Varianten von Auftragserfassungen kommen bei uns auf das Cockpit. Und von dort aus werden Rollen zusammengestellt. Wir sagen Rollen, weil wir Inhalt eben auf Papierrollen bedrucken. Und das können 20 Aufträge sein, das können je nach Auflagegröße, wenn Auflage 1 sind, können das zum Beispiel 400 Aufträge sein, die auf einer Rolle dann platziert werden. Und sobald diese Rolle dann zusammengestellt ist, wird ein Knopf gedrückt. Die Druckdaten gehen auf das OneVision-System, auf den ganzen Workflow, werden dort gecheckt, abgeholt und werden fixfertig ausgeschossen. Die Daten werden mit Datamatrix versehen, dass nachher das in der Produktion auch richtig erkannt wird. Umschlag, Inhalt wird da immer wieder abgeglichen. Auf dem Barcode ist hinterlegt die Produktionsnummer. Es ist hinterlegt eben die Seitenzahl. Das ist die Auflage hinterlegt und das Format. Das Format ist entscheidend, eben, dass sich die Maschine richtig einstellt. Also es kommt ein Format A5. Da werden die Anschläge überall, beim Dreischneider ganz hinten und vorne bei der Rillung wird das richtig eingestellt. Oder der Umschlag wird sogar noch kleiner vorgeschnitten, automatisiert auch. Und dann gibt es eben diese Erkennung mit der Produktionsnummer, da wird abgeglichen, kommt der richtige Umschlag zum Inhalt dazu. Was hatten wir? Die Seitenzahl noch. Genau. Die ist dann entscheidend für den Inhalt, also dort werden auch die Inhaltsseiten abgezählt. Und wenn das halt dann irgendeine Störung auf der Maschine gäbe, würde die Maschine merken, es sind noch nicht 200 Seiten am Ende erschienen. Und muss eben nochmals nachgedruckt werden. Die Auflage ist eben auch entscheidend. Die Auflage wird mitgegeben, wie viel Stück das da gedruckt oder geliefert werden müssen. Das wird dann auch von den Systemen abgelesen. Dieses Buch hat Auflage 4. Wenn das nicht erreicht wird, meldet die Maschine zurück, Auflage 4 ist nicht erreicht.
und dann muss der Prozess neu angestoßen werden. Wir produzieren immer so viel, wie bestellt ist. Also bei uns gibt es nicht, der Kunde bestellt 4 Stück, bekommt nur 3 Stück oder bekommt 7 Stück, er bekommt 4 Stück. Wir produzieren Stück genau. Und dazu braucht es eben auch diese ganze One-Vision-Lösung, die wir da zusammengestellt haben. Durch den Einsatz von OneVision, aber nicht nur, natürlich durch diese ganze Automatisation, die Edubook in den letzten Jahren vorgenommen hat, konnten wir viel schlanker die Anzahl Aufträge erweitern. Wir sprechen von einem Wachstum in 2019 von 450 Aufträgen zusätzlich, das mit dem gleichen Personal und ohne Überstunden. Das heißt, die OneVision ermöglicht uns gewisse Vorarbeiten der Datenaufbereitung und die Automatisierung sind einfach schlankere Prozesse und das hat uns wirtschaftlich mehr Umsatz gebracht.